Hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf dem Kanal, der sich rund um die Mercedes-Klassiker der 70er, 80er und 90er beschäftigt. Wenn ihr bis jetzt noch kein Abo habt über diesen Kanal, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, unten auf die Abonnierfläche zu drücken und am besten auch noch auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein zukünftiges Video von mir. Wir wollen uns heute mit dem Bremssattel beschäftigen und mit dem Bremssattelträger, wie wir die zwei Bauteile an unserem Fahrzeug wieder optisch ein bisschen aufbessern können, wieder schön machen können. Wie man sieht, hat meiner jetzt schon einiges hier im 107er mitgemacht. Das ist noch der allererste, der jetzt nunmehr seit 34 Jahren in diesem Fahrzeug verbaut ist. Und den wollen wir optisch einfach wieder schön machen, wieder ansehnlich machen. Und wie man das genau macht, zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man den Bremssattel hier am Fahrzeug ausbaut und dann die einzelnen Schritte durchgehen, wie man den dann optisch aufbessern kann. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt nach dem Intro. So, wir haben jetzt das Rad abmontiert, wir haben die Bremsbeläge hier schon entnommen. Das Video zum Bremsbelagwechsel blende ihr euch die Infokarte jetzt ein, dann könnt ihr euch das anschauen, wie man die Bremsbeläge hier einmal den hinteren und hier einmal den vorderen aus dem Bremssattel hier entnimmt. Dann könnt ihr euch das auch noch anschauen und als nächstes werden wir jetzt hier diesen Träger für die Bremsbelagverschleißanzeige hier mit den zwei Anschlüsse für diese Messfühler, die waren wir hier hinter von unserem Bremssattel abschrauben und dann als nächstes hier hinter die Bremsleitung dann vom Bremssattel entfernen, die dann verschließen und hochhängen, dass der nichts passiert, dass die nicht geknickt wird und dann unseren Bremssattel hinter vom Bremssattelträger dann abschrauben. So, wir haben jetzt hier hinter die Schraube für unsere Aufnahme von der Bremsbelagverschleißanzeige. Die schrauben wir jetzt als erstes hier ab mit einem 10er Schlüssel. So, nehmen die ab. Bevor wir die Bremsleitung jetzt am Bremssattel hier hinten losschrauben können, öffnen wir jetzt hier oben erstmal die 11er Schraube, damit sich die flexible Bremsleitung mitdrehen kann. Wenn man sie vom Festsattel wegschraubt, da kommt jetzt auch ein bisschen Bremsflüssigkeit raus, aber nicht viel. Also stellt einen Behälter drunter. So. Und jetzt kann die sich nämlich hier mitdrehen und jetzt können wir hier direkt an unserem Sattel die Bremsleitung entfernen. So, und jetzt öffnen wir mit dem 14er Schlüssel extra für Bremsleitungen. Öffnen wir hier den flexiblen Schlauch und können den dann so mit aufdrehen und der dreht sich dann oben mit, damit der Schlauch keinen Knick bekommt. So, alle Leitungen sind jetzt von unserem Bremssattel entfernt. Wir können jetzt den Bremssattel vom Bremssattelträger lösen. Der ist einmal hier befestigt, hier unten mit der Schraube und hier oben mit einer Schraube, mit einer Sechskantschraube, 10er. Davor sprühen wir sie ein bisschen mit Keramik-Rostlöser ein. Weil die wahrscheinlich nicht ganz so einfach aufgehen. Dann haltet ihr den Bremssattel fest, damit er nicht unnötig gegen die Bremsscheibe schlägt. Und schraube nur die obere raus.
die dann draus ist, könnt ihr den Bremssattel einfach zur Seite wegnehmen und habt den jetzt vom Bremssattelträger gelöst. Damit wir hier hinter das Schutzblech besser entfernen können und an unserem Bremssattelträger auch besser hinkommen, wollen wir jetzt die Bremsscheiben abnehmen. Und schraubet hier die Sicherungsschraube auf. Und nehmt unsere Bremsscheibe von der Zentrierhülse gerade ab. Unser Schutzblech ist mit 3 Schrauben befestigt. Wir haben einmal hier eine, dann hier unten noch eine und auf der linken Seite hier dann die dritte. Und weil ja hier ein bisschen wenig Platz dazwischen ist, zwischen der Radaufnahme und dem Schutzblech, können wir hier vorne mit dem Imbus dann die Aufnahme drehen und dann immer auf die jeweilige Position von der Schraube und dann hier mit dem relativ langen Imbus reinfahren. Aufpassen, dass er das Gewinde der Radbolzen nicht beschädigt oder irgendwie verkratzt. Und dann kann ich hier auch den nötigen Druck ausüben. So, das war die erste. Ihr müsst, wenn die ein bisschen schwergängig gehen, tut ihr die mit Rostlöser ein bisschen einsprühen. Dann gehen die relativ gut auf. So, hier sieht man es von der Seite. Ich fahre hier quasi durch und kann dann hier mit dem Imbus, mit dem Griff und dementsprechend der Länge kann ich dann die Schraube hier aufschrauben. So, wenn ich schon am Schutzblech bin, kann ich auch gleich hier hinter den ABS-Sensor hier abschrauben. Und somit ist das Schutzblech komplett frei dann. So, wir haben jetzt die 3 Schrauber von unserem Schutzblech hier hinter gelöst. Aber um das Schutzblech runterzubekommen, müssen wir das Radlager noch entfernen. Da gibt es natürlich auch, um diese Schutzabdeckung vom Radlager zu entfernen, gibt es auch Abziehwerkzeug, wo man hier drüber packen kann und dann kann man das so wegschrauben. Ihr könnt aber auch zwischen diese Rille da mit einem etwas größeren Längsschlitzschraubenzieher reinfahren und dann die Kappe schön gleichmäßig von allen Seiten nach vorne ein bisschen wegstimmen. So. Und dann geht die auch schon weg. Ja, und die mal abzumachen und da mal reinzuschauen ist auch kein Fehler. Ich habe jetzt hier schon von diesem Wälzfett, das ist alles schon bröckelig und so wie es aussieht, hat man auch verschiedene da benutzt und verschiedene miteinander vermischt. Das geht natürlich absolut nicht. Da bitte nur von Mercedes freigegebene Schmierstoffe benutzen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Datenblatt. Das sind alle die Hochtemperaturfette drin, die für die Radlager freigegeben sind. So, die Feder hier, die Entstörungsfeder fürs Radio, die ziehen wir vorsichtig raus. Die ist nur hier so reingesteckt. Und jetzt können wir mit dem 5er Imbus hier das Radlager freigeben. Den drehen wir hier schon raus. Dann haben wir hier diese relativ lange Schraube. So, und dann halten wir den inneren Kranz hier, der sich hier drehen muss. Das Radlager hat eine Vorspannung. Drehen wir jetzt die Sicherung hier raus.
Nachher beim Einbau vom Radlager immer darauf achte, dass hier bei der Sicherung der Stern zu euch zeigt und diese gerade Fläche dann quasi Richtung Radlager zeigt. So, dann haben wir jetzt abgeschraubt und jetzt können wir das Radlager vorsichtig rausnehmen und könnt hier mal die einzelne Rolle auch mal kontrollieren, ob irgendwo Risse drin sind oder vielleicht schon gebrochen ist und einzelne Walze hier sich gelöst haben vom Träger. Aber so wie das aussieht, ist das alles noch in Ordnung und okay. Da gibt es übrigens auch Reparatursätze. So, und jetzt können wir die Radaufnahme nach hinten wegnehmen mit dem Schutzblech und haben jetzt das Schutzblech hier und können das dann jetzt vernünftig reinigen. So, ich habe jetzt hier meinen ausgebauten Bremssattel. Damit ich den Bremssattel vernünftig reinigen kann, müssen die Bremsbolzen natürlich raus. Dazu verschließe ich den Anschluss von der Bremsleitung verschließe ich mit der 10er Schraube. Lasse die eine Entlüfterschraube auf der einen Seite drin. Mache dann hier ein Handtuch dazwischen. Und dann nehme ich hier Druckluftpistole vom Kompressor. So. Der eine kam jetzt hier raus. So, wir haben jetzt den Bremssattel auseinandergeschraubt. Wir haben hier die 4 Schrauben, wo die 2 Hälften vom Bremssattel miteinander verbindet. Die hier drinnen, von hier hinten hier drin war, haben wir am Schraubstock den ganzen Bremssattel eingespannt und mit dem Tuch ein bisschen unterfüttert, damit man da keine Kratzer und keine Riefe reinmacht. Und jetzt habe ich hier schon den Gummi entfernt von einer Bremskolbe hier, diesen Dichtring, und der war hier schon gerissen. Ja, das darf natürlich nicht sein. Da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Dichtsatz reinmachen. Und jetzt machen wir noch die andere Kolbe. So, alle 4 Bremskolben haben wir jetzt ausgetrieben aus dem Bremssattelträger. Wir haben hier die Bremssattel schon davor auseinander gemacht und die 2 Hälften haben wir jetzt hier da liegen. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Reiniger, wollen wir noch die sämtlichen Kanäle, die hier drin sind, wo dann nachher die Bremsflüssigkeit wieder durchläuft, wollen wir noch verschließen, damit da kein Schmutz, kein Dreck reinkommt. Einmal hier diese Auflagefläche hier auf beiden, wo man dann hier auch schön den Kanal sieht, wo dann die Bremsflüssigkeit dann nachher im Betrieb wieder durchdrückt. Da haben wir bei den kleinen Dichtungen, wenn die noch okay sind, müsst ihr aufpassen, dass ihr die nicht beim Zerlegen verliert. Die liegen hier so drin, in dem Teil, im kleineren Teil vom Bremssattel, von der Bremssattelhälfte. So, die brauchen wir nämlich nachher wieder. Und dann tun wir jetzt die Auflagefläche hier, machen wir die Kanäle hier zu. Drinnen, wo die Führung von der Bremsbolze, da wollen wir natürlich auch keinen Schmutz drin haben. Da ist hinter dran auch eine Öffnung, wo dann die Bremsflüssigkeit den Kolbe quasi gegen den Bremsbelag drückt. Da wollen wir auch nichts drin haben. Dann nehmen wir uns so einen kleinen Karton, setzen den hier drauf und dann malen wir den Umriss von dem Bremskolbe, malen wir hier auf. So.
wir den hier reindrücke und dann verschließt der die Lauffläche von diesem Bremskolber. So, wir haben jetzt sämtliche Öffnungen, wo nachher die Bremsflüssigkeit wieder durchlaufen soll, haben wir jetzt verschlossen. Zusätzlich die Laufbahn der Bremskolber haben wir hier mit Karton hier zugemacht. Wir haben die alte Entlüfterschraube reingedreht, da habe ich mir schon neue geholt. Bloß jetzt für den Verschluss dieser Bahn für die Bremsflüssigkeit haben wir jetzt die alte reingemacht, damit da auch nichts reinkommt, kein Dreck und nichts. Und hier die Zuleitung, die Bremsleitung, der Anschluss hier mit der Schraube, mit dem 10er Gewinde auch verschlossen, dass da auch kein Dreck reinkommt. Und jetzt fangen wir an, den Bremssattel hier mit so einer Nylonbürste reinigen und wieder sauber zu machen. Wenn ihr natürlich den Luxus habt von einer Sandstrahlkabine, dann geht es da halt deutlich schneller. Ja. Habe ich jetzt in meinem Fall nicht. Ich mache das mit der Bürste und Akkuschrauber und dann denke ich mal, kriegen wir ein ähnliches Ergebnis hin. Einige Stunden später haben wir jetzt unseren Bremssattel soweit frisch gereinigt. Wir haben sämtlichen Rost und Bremsstaub haben wir jetzt entfernt. Wir werden den jetzt noch einmal durchblasen. Hier die ganze Kanäle einmal durchblasen, dass da alles staubfrei ist und der Dreck auch hier nochmal rauskommt. Und dann werden wir mit Silikonentferner hier den ganzen Bremssattel entfetten. Und dann die Stelle, wo auf gar keinen Fall Lack hinkommen darf, also hier einmal die Auflagestelle, wo ja dann die zwei Hälften vom Bremssattel dann so wieder dann nachher zusammengeschraubt werden. Die werden wir abkleben, dann natürlich alle Öffnungen, wir lassen die alte Entlüfterschraube lassen wir drin. Hier oben die Zuleitung vom Bremsschlauch, die lassen wir auch zu mit der Schraube hier. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, unseren Bremssattel zu lackieren. So, wir haben unsere Bremssattel jetzt entfettet mit Silikonentferner. Wir haben alle Anschlüsse, jedes Gewinde und diese Auflagefläche nachher für die Gummidichtung vom Bremskolber haben wir jetzt alles abgeklebt. Da wollen wir auf gar keinen Fall irgendeinen Lack drin haben. Alles zugemacht, die Gewinde haben wir zugemacht und jetzt können wir anfangen mit einem Hochtemperaturlack den Bremssattel quasi zu besprühen. Unser Schutzblech hier vom Vorderrad ist auch gereinigt mit der Silikonbürste. Das wollen wir jetzt auch wieder ursprünglich in schwarz ansprühen. Und dazu tun wir jetzt auch mit Silikonentferner komplett das ganze Schutzblech entfetten. So, als nächstes reinigen wir unsere Vorderradnarbe noch. Einmal hier die Auflagefläche für die Bremsscheibe. Die Bremsscheibe muss ja dann nachher wieder hier bündig drauf. Ich zeige das jetzt nochmal hier an der alten Bremsscheibe. Die muss ja hier dann satt an der Vorderradnarbe dann wieder aufliegen. Dazu reinigen wir jetzt hier die Auflagefläche komplett und auch
hier hinter, was hier alles mit Bremsstaub und Öl und Fette hier noch verkrustet ist, das reinigen wir hier komplett und dazu schützen wir das Radlager. Einmal schneide ich hier jetzt wieder einen Karton aus, das ich hier vorne gegen das in die Aufnahme von dem Radlager dann reinmachen kann und einmal hier hinter, weil ich möchte hier drin im Radlager möchte ich keine Staubpartikel oder sonstige Verunreinigungen haben, deshalb mache ich das davor zu, bevor ich dann von außen die Radnarbe reinige. So, solange unter unsere Bremssattel jetzt trocknet von unserem Hochtemperaturlack, den wir jetzt aufgetragen haben, bis der komplett durchgehärtet ist, dauert so 2 Tage. Bis der jetzt trocken ist, können wir jetzt wieder unser frisch lackiertes Schutzblech hier montieren. Wie finde ich das richtig gut geworden? Das müssen wir jetzt auf die Vorderradnabe wieder drauf montieren, nachdem wir das Radlager hier entnommen haben und Radaufnahme mit dem Radlager von der Radnabe abgezogen haben. Wie man das Spiel von dem Radlager richtig einstellt, da blende ich euch jetzt die Infokarte ein, da gibt es ein Video dazu, da könnt ihr da auch mal reinschauen. Jetzt machen wir das Schutzblech wieder drauf. Das Schutzblech wird mit 3 Schrauben an der Vorderradnabe befestigt. So, schaue, dass der Stern hier oben ist. Und jetzt kann ich anfangen, meine Schraube von Hand hier wieder reinzudrehen. So, unser Schutzblech haben wir jetzt montiert. Im Prinzip können wir jetzt auch schon gleich, nachdem wir unseren ABS-Sensor jetzt gereinigt haben, hier vorne, damit hier diese Prüfspitze dann auch sauber ist und hier durch das Schutzblech quasi die Geschwindigkeit vom Fahrzeug messen kann, damit das ABS dann auch richtig arbeiten kann, wenn es zur Vollbremsung kommt. Können wir jetzt hier den Sensor schon einsetzen in das Blech, in das Loch hier für das Blech und hier mit den 2 Schrauben befestigen. So, dann haben wir unsere 2 Imbus und dann drehen wir die Schraube hier rein und dann ist auch schon gleich wieder unser ABS-Sensor an Ort und Stelle. Die Infokarte zum Durchmesser von diesem ABS-Sensor habe ich ja schon vorher im Video per Infokarte eingespielt. Schaut euch das auch mal an, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob eure Sensoren funktionieren. Das Prinzip vom Durchmesser von den ABS-Sensoren. So, haben wir hier die 2 Schrauben. Ist an die Vorderachse immer gleich und an die Hinterachse ist zentral am Hinterachsdifferential und der Messpunkt wäre unter der Rücksitzbank an einer Klemme. Da mache ich vielleicht auch noch ein separates Video drüber, weil bisher haben wir nur die von der Vorderachse geprüft.
So, nun brauchen wir hier eine Verlängerung. So, in der Zwischenzeit können wir unsere neue Bremsscheibe dann montieren. Aufpasse hier, dass man diese Zentrierhülse gleich beim Ansetzen die richtige Position hat und hier die Aussparung mit der Nut quasi hier auf Höhe der Sicherungsscheibe mal ansetzt. Und dann die Sicherungsschraube dann wieder eindreht. Bei der meisten Bremsscheibe ist eine neue Sicherungsschraube mit dabei. Und dann mit dem Imbus das Ganze festziehen. So, unser Bremssattellack ist jetzt ausgehärtet. Der hat jetzt insgesamt 3 Tage hat er jetzt Zeit gehabt zum Aushärten. Wir haben jetzt unseren Dichtsatz, unseren neuen Dichtsatz für die Bremszylinder, für die einzelnen Bremskolben, haben wir jetzt hier liegen. 4 neue Innendichtungen und 4 neue Abschlussdichtungen, wo diesen ganzen Zylinderraum dann quasi abdichtet, dass die Bremsflüssigkeit nicht über den Kolben raustreten kann. So, wir haben den Bremssattel innen drin, haben wir jetzt gereinigt. Wir haben den mit Spiritus jede Lauffläche ordentlich gereinigt, mit einem flusefreien Tuch ausgeputzt, abgeputzt und dann danach noch mit Druckluft ausgeblasen, auch die ganzen Kanäle, dass da wirklich nichts mehr dazwischen ist in den ganzen Kanäle, was dann nachher mit der Bremsflüssigkeit im Zylinderraum von der Bremskolbe mit rumläuft. Ich habe mir jetzt hier neue Bremszylinderpaste geholt, mit dem wir jetzt sämtliche Lauffläche einmal vom Kolben an sich einfetten und dann einmal auch den Zylinderraum im Bremssattel einfetten mit dieser Bremszylinderpaste. Die komplette Dichtung, den Innenring, werden wir auch leicht benetzen mit dieser Paste. Und dann können wir die innere Dichtung dann schon einsetzen und dann den Kolben eindrücken, soweit es mit der Hand geht, und dann den Abschluss mit dieser Dichtung um diesen Zylinderraum quasi abzudichten. Nehmt für das unbedingt die Bremszylinderpaste und nicht irgendwelches Mehrzweckfett, weil das Ganze muss mit der Bremsflüssigkeit dann auch verträglich sein. So, und jetzt kann ich hier in diese Nut, in diese Aussparung, hier den so reinpacken. Bis der bündig mit der Lauffläche von diesem Zylinder abschließt. Wenn er beim Reiniger oder Zerleger von dem Bremssattel dann schon auf der Lauffläche irgendwelche Korrosionen feststellt, Rost feststellt, irgendwelche Beschädigungen, dann müsst ihr halt in den Sauerapfel beißen und den kompletten Bremssattel erneuern, einen neuen Bremssattel kaufen, was dann ein bisschen mehr finanziell zu Buche schlägt. Jetzt hier diese 4-Kolben Bremssattel, TWS Bremssattel von ATE, liegt so bei knappe 300 €. Ist jetzt nicht ganz so günstig. Der Reparatursatz für 4 Dichtungen im Innenring und die 4 Abschlussdichtungen lag jetzt preislich so bei 40 €. Für 8 Dichtungen auch nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall noch preiswerter als komplett ein neuer Bremssattel sich zu holen. So, wir nehmen uns den ersten Bremszylinder
und schmieren den auch noch mit der Paste ein auf die komplette Lauffläche. Wenn ihr Bremssattel habt, wo die Kolben markiert sind mit irgendwelchen Richtungsangaben, dann sind die natürlich beim Einsetzen wieder zu beachten, dass das Ganze dann wieder an Ort und Stelle richtig sitzt. Und dann beim Einsetzen gerade aufsetzen und dann gleichmäßig nach unten drücken und gucken, dass der Kolben nicht verkantet. So, den ersten haben wir jetzt gleichmäßig eingesetzt. Wir haben hier oben keine Kante mehr zwischen diesem Abschluss vom Bremssattel und dem Kolben an sich. Der sitzt jetzt vernünftig drin. Und wie gesagt, darauf achte, benutzt nur die Bremszylinderpaste, die auch verträglich ist mit der Bremsflüssigkeit an sich. Bremsflüssigkeit ist stark hygroskopisch, das heißt, es bindet Wasser und da kann ich jetzt nicht jedes Fett oder Öl benutzen für die Lauffläche, sondern auch tatsächlich nur das, was dafür geeignet ist. So, die eine Hälfte vom Bremssattel hätten wir jetzt die Kolbe drin. Jetzt nehmen wir die Abschlussdichtung, die war wir genauso auf der Innenseite. Mit der Bremszylinderpaste einreiben und dann über den Kolbenstreifen So, unsere 4 Bremskolben haben wir jetzt eingesetzt in unserem Bremssattel. Auf jeder Hälfte 2 Stück, die sind jetzt drin. Jetzt können wir anfangen, diesen Bremssattel wieder zusammenzusetzen mit unseren 4 Halteschrauben hier. Davor nicht vergessen, die 2 kleine Dichtungen, die wir hier oben am Verbindungsstück, wo dann nachher die Bremsflüssigkeit auch durchläuft, hier die 2 Dichtungen wieder einsetzen. Die können wir auch mit ein bisschen Bremszylinderpaste einreiben. Und die setzen wir dann hier in die Aussparung hier oben ein, dass der Bremssattel dann auch nachher dicht ist. Hier ein bisschen rein. Und können die 2 Dichtungen einsetzen. Und jetzt können wir die größere Hälfte von unserem Sattel hier oben auflegen. Gucke, dass die 2 Flächen sauber aufeinander liegen und dann können wir anfangen, unsere 4 Schrauben wieder hier einzusetzen. So, und die Schraube ziehen wir jetzt, Schraubenschlüssel gleichmäßig an. Wir ziehen erst die 2 innere an, bisschen mehr wie handfest. Und dann die 2 äußere und ziehe dann zum Schluss alle 4 gleichzeitig noch fest an.
So, unseren Bremssattel haben wir jetzt wieder zusammengesetzt. Das schwere Teil hier ist wieder in einem Stück, die zwei Hälften. Wir haben hier neue Entlüfterschraube eingesetzt mit Verschlusskappe hier. Die alte waren schon weg, die alte Verschlusskappe haben wir komplett neu bestellt. Und jetzt können wir diesen Bremssattel hier am Träger wieder mit den zwei Imbus montieren. Wenn ihr so wie ich davor eine neue Bremsscheibe noch installiert habt, müsst ihr schauen, je nachdem was für eine Bremsscheibe ihr euch geholt habt, wird vom Hersteller empfohlen, einmal die Bremsscheibe an sich abzureiben mit Spiritus oder Nitroverdünnung, einfach weil die von Haus aus beschichtet ist, und bevor die dann zum ersten Mal zum Einsatz kommt, sollte man die dann noch einmal abreiben. So, die Bremsfestsattel sind jetzt komplett innen drin. Das heißt, auch wenn ihr ihn jetzt installiert habt am Träger, wird nachher das Einsetzen der Bremsbeläge kein großes Problem sein. Wenn ihr von Hand die Bremskolben nicht reinbekommt, dann könnt ihr dann mit so einem Rückstellerwerkzeug dann auch die Bremskolben nur in die ursprüngliche Nullstellung bringen, also sprich, dass der Zylinder komplett eingefahren ist, könnt ihr dann hier, wenn die zwei Hälften vom Sattel wieder montiert sind, hier einfach dazwischen fahren und dann die Zylinder wieder auseinander drücken. Muss ich jetzt in meinem Fall nicht machen, ich habe die beide sauber zurückgekriegt, auf jeder Seite die zwei Stück, also wird nachher der Einsatz von der Bremsbeläge überhaupt kein Problem sein. So, der instand gesetzte Bremssattel ist jetzt hier installiert. Wenn ihr jetzt die Schraube hinter angezogen habt, hier hinter, hier sieht man das Sicherungsblech und hier oben die obere Schraube und darunter ist die zweite Schraube, mit dem der Bremssattel hier am Träger befestigt ist. Und wenn man jetzt hier reinschaut, alles angezogen ist, muss zwischen, ich hoffe, das sieht man jetzt, zwischen diesem Bremssattel und der Scheibe natürlich dürfen die zwei nicht anliegen, das darf auf gar keinen Fall sein. Da macht er dann den Test, wenn die Beläge noch draußen sind, dreht er diese Bremsscheibe mal und schaut, dass die sich einwandfrei drehen kann, ohne an diesen Sattel irgendwann mal anzustoßen. Wenn euer Bremssattelträger hier hinten mit einem Sicherungsblech, je nachdem was für Anlage ihr verbaut habt, hier hinter ein Sicherungsblech nur dazwischen ist, da muss das natürlich bei der Neuinstallation auch wieder dazwischen sein, weil sonst die Abstände hier vorne nicht passen, und dann könnte es sein, dass der Sattel mit irgendeiner Stelle dann an der Bremsscheibe reibt, und das darf natürlich nicht sein. So, dann sind wir jetzt auch am Ende von dem relativ langen Video hier zum Instandsetzen von unserem Bremssattel hier an der Vorderachse. Als nächstes würde natürlich der Einsatz der Bremsbeläge noch kommen. Das mache ich aber im separaten Video zum Belagwechsel. Da kommt dann auf jeden Fall noch ein Video hier auf dem Kanal. Da könnt ihr euch den Belagwechsel dann auch noch anschauen, wie man das Ganze dann durchführt. Jetzt im Anschluss bringe ich euch die ganze Teilenummer noch für die Modelle ab 1985, für den 300er, für den 420er, für den 500er und für den 560 SL, damit ihr diese ganze Teilenummern auch noch habt von der komplette Anlage an sich, mit der Scheibe, mit den Bremsleitungen, mit dem Radlager und mit dem Bremssattel und der Bremsbeläge der Vorderachse. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt bis zum Schluss auch durchgehalten. Es ist relativ lang, aber ich wollte auch ganz wichtig diese einzelnen Schritte mal durchgehen, damit ihr das auch dann wirklich so nachmachen könnt, ja, wenn ihr euch auch entschließt, euren Festsattel, euren Bremssattel an der Vorderachse instand zu setzen, beziehungsweise auch wenn er noch funktioniert, ihn optisch aufzubessern. Ich finde es eine sehr gute Variante, den Bremssattel komplett abzumontieren, von der Radaufhängung, von der Vorderachse wegzumachen und den vernünftig zu lackieren, weil natürlich könnte man das jetzt hier auch direkt am Fahrzeug lackieren. Man hat auch sehr viele, aber dann ist das ein reines Überpinseln mit irgendwelchem Lack, und ja, man hat den kompletten Bremssattel und man kommt überall hin zum Lackieren, wenn man halt abmontiert.
mit in die Werkstatt nimmt, den erstmal vernünftig reinigt und dann mit dem entsprechenden Lack dann auch behandelt, und dann ist das auch eine saubere Sache. Und man hat wieder hier so Vorderradaufhängung mit einer ganzen Bremskomponente mit dran, und es sieht alles wieder gut aus. Und wenn man dann auch beim Reifenwechsel bzw. wenn das Fahrzeug dann in der Winterschlaf geht und sich den Reifen mal abmontiert und das hier alles wieder schön reinigt, dann hält es auch Jahre und sieht dann nicht gleich wieder nach 2-3 Jahren so aus wie davor. So, jetzt kommt aber die ganze Teilenummern von dem Ganzen, was wir jetzt hier gemacht haben, und wie immer gilt, abonniert den Kanal, teilt den Kanal, teilt das Video, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, das würde mich wahnsinnig freuen, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao.